Hallo und herzlich willkommen bei Enforce Tech TV, dem digitalen Format von der Enforce Tech. Und ich bin jetzt hier am Stand und ich freue mich, da zu sein. Und ich habe gelernt, beim Laufteam Bundeswehr und Reservisten, nicht Laufteam der Bundeswehr. Hallo Richtig. Christina, hallo Olli. Hi. Hi, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Erzählt doch mal, was ist das Laufteam Bundeswehr und Reservisten? Olli, möchtest du anfangen? Ich glaube, du warst der die Idee hatte. Na, ich war derjenige, der mal die Idee hatte, dass wir sowas brauchen. 2020 war der Wings for Life World Run, Okay. an dem ich quasi zivil schon immer teilgenommen habe. Und haben mir irgendwann gedacht, wir haben so viele Reservisten, wir haben so viele Soldaten, Aktive. Da muss doch möglich sein, dass man da mal mit einer größeren Menge antritt. Ja. Am Schluss waren es dann 36 Leute, Okay. was jetzt nicht so meine Zielrichtung war. Aber mehr als eine Schulklasse. Wollte gerade Genau. sagen. Ja. Und daraus ist dann das Idee entstanden, dass wir uns mehr vernetzen und mehr miteinander tun. Und daraus ist dann 21 die Idee Laufteam gekommen, Ja. wo wir an verschiedenen Läufen dann teilgenommen haben, auch jedes Jahr wieder am Wings for Life World Run. Ganz kurz, das war, bevor es eine e.V. war, Ja, als das war loser alles, Verbund eines Laufteams genau, sozusagen. das war alles zu Corona-Zeiten, wo Ja. man nicht wirklich miteinander irgendwas Verstehe. tun konnte. Deswegen auch damals alles virtuell. Okay. Und dann, als irgendwann Corona glücklicherweise vorbei war, haben wir dann gesagt, jetzt machen wir ein e.V. draus, Ja. damit wir auch Spenden einnehmen können, vernünftig Spenden weitergeben können, eigene Spendenläufe machen. Verstehe. Aber zum Details kommen wir gleich noch. Vielleicht kannst du mir noch mal erklären, in der Zeit zu den Anfängen, warst du der zentrale Punkt und hast Leute angesprochen? Wie sah das aus? War das eine Instagram-Seite? Lief das über... Wie muss ich mir das vorstellen? Das war, ich glaube, gestartet haben wir auf Facebook damals, Okay. wo ich einen Aufruf gestartet habe und gesagt habe, hört mal zu, ich nehme da wieder teil. Ich fände es cool, wenn da mal ein paar Soldaten, Reservisten teilnehmen, Ja. weil Wings for Life ist eine gute Sache, Querschnittslähmung, Erforschung. Und dann haben sich ein paar Leute gemeldet, dann haben Ja. wir ein Team bei Wings for Life gegründet, Okay. wo sich jeder anmelden konnte. Das Team gibt es auch heute noch bei Okay. Wings for Life. Sind mittlerweile 800 Leute drinnen, Ja, die immer in unterschiedlichen Stärken bei den Läufen teilnehmen. ich verstehe. Okay. Und wie du sagtest, Olli war der Ideengeber Ja. und der Dreh- und Angelpunkt zu Beginn. Okay. Genau. Nur zu Beginn. Immer noch. Er ist auch heute unser Vorsitzender, das heißt, Okay. er ist weiter im Team und voll engagiert dabei. Alles klar. Christina, was machst du beim Laufteam Bundeswehr? Du bist Soldatin. Nein, Aha. ich bin Zivilistin tatsächlich. Und ich bin über einen Instagram-Aufruf beim Laufteam gelandet, Okay. weil ich nämlich Podcasts mache und das verstehe. Laufteam hat eine Podcasterin gesucht. Okay. Und da bin ich seit einigen Jahren dabei und das Format heißt Laufend, Laufend, Helfen. Okay. Zusätzlich darf ich Pressesprecherin sein für das Laufteam Okay. und deshalb bin ich hier. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Jetzt ist es das Laufteam Bundeswehr und Reservisten. Ich lese es immer ab. Du bist Zivilistin, das Genau. heißt, jeder darf da Mitglied sein, darf dabei sein? Du kannst, ob du aktiver Soldat bist, Ja. ob du Reservist bist oder Zivilist bist. Hört sich, finde ich, immer blöd an. Ja, verstehe. Ich finde es nicht so schlimm. Jeder kann teilnehmen. Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützen möchte und Ja. teilnimmt. Genau. Wie läuft das dann ab? Wenn ich will nicht sagen Sportabwehroffizier, aber Laufen ist nicht meine Stärke. Ja. Ich sage jetzt, ich möchte mich gerne engagieren, möchte da teilnehmen. Was mache ich? Du füllst einen Mitgliedsantrag aus. Okay. Das geht online. Genau. Auf den Flyern, die wir dabei haben, Ja. gibt es auf der Zweiten Seite. zweiten Seite den QR-Code. Ja. Über den kannst du dann deinen Mitgliedsantrag online ausfüllen. Ja. Genau. Es sind ganz wenige Fragen, die wir wissen wollen. Mitgliedsbeitrag 10 € im Jahr. Also Okay. das ist jetzt auch nicht so der Hammer. Ja. Kriegt auch eine Studentin. Ja, okay. Genau. Und von daher bist du da Mitglied und wirst dann von uns mit Informationen versorgt. Über unsere Homepage kriegst du mitgeteilt, welchen Läufen wir teilnehmen. Ja. Du hast über unseren Partner Ativa, Ja. der unsere Shirts herstellt, wie man hier zum Beispiel Ja. sieht, oder auch das, Oder was hier. wir tragen. Ja. Zu jeder Veranstaltung machen wir ein eigenes Special-Shirt. Okay. Genau. Okay. Es ist ein eingetragener Verein. Ja. Du hattest es vorhin schon mal angesprochen, ich habe es nur so halb mitbekommen. Also ihr spendet auch, das ist das Ziel. Das heißt, durch die Einnahmen, die generiert werden,
spendet ihr? An wen geht das? Ist das immer pro Veranstaltung oder wie wählt ihr das aus? Die Startgebühr ist gleichzeitig die Spendensumme. Verstehe. Die geht zu 100% an den jeweiligen Spendenempfänger. Okay. Wir haben, glaube ich, mittlerweile roundabout 20 Spendenempfänger, die wir bedacht haben. Das sind jedes Mal mindestens ein Ziviler dabei und 2 militärnahe. Okay. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen? Sehr gerne. DLRG ist einer, Okay. Deutsche Bergwacht ist einer. Das kennt man, ja. Das THW zum Ahrtal, als das Hochwasser am Ahrtal war, haben wir sofort einen Spendenlauf ins Leben gerufen und da gingen die Spenden an das THW im Ahrtal, weil die brauchten Geld logischerweise. Klar, ja. Die Bundeswehr hilft Kindern weltweit e.V., Ja. Lachen helfen, Okay. Wings for Life Stiftung. Okay. Die haben auch mal einen eigenen Spendenlauf Ja. für die gemacht, kamen 10.000 € zusammen. Bund Deutsche Einsatzveteranen, Okay. UAV. Ja. Okay. Also es ist eine breite Masse, die dann bedient werden. Wie viel seid ihr aktuell? Das ist der Punkt, der ausbaufähig Ja. ist. Aktuell haben wir über 8.000 Läuferinnen und Läufer insgesamt das gehabt. ist ja schon mal gut, ja. Genau, aber wir sind aktuell noch bei um die 500 Mitglieder. Ja. Das heißt, die Leute, die mitlaufen, sind da schon dabei. Es fehlt nur noch der Link zur Anmeldung. Okay. Das heißt, da hoffen wir, dass das einige noch nachholen werden. Weißt du was, Genau. dann sagst du einfach so, it's yours, jetzt kannst du einen Aufruf starten für alle, die noch teilnehmen wollen. Bitteschön. Ja, liebe Läuferinnen und Läufer, schön, dass ihr dabei seid. Aber wir hoffen trotzdem, dass ihr Mitglied beim Laufteam Bundeswehr und Reservisten werdet. Auch wenn ihr nicht laufen mögt, könnt ihr euch engagieren. Wir haben nämlich verschiedene Disziplinen. Wir haben Laufen, wir haben Fahrradfahren, wir haben Schwimmen, wir haben auch Nordic Walking und ich glaube, wir wollen auch Marschieren noch hinzufügen. Und wir haben die Invictus Division. Und wir haben die Kategorie Invictus Division. Das heißt, engagiert euch, meldet euch an zu den Veranstaltungen und werdet bitte unbedingt Mitglied. Wir freuen uns. Und damit ihr mal eine Zahl gehört habt, was diese Unterstützung bei uns bringt, seit Gründung 2020 haben wir bis heute 171.000 € Spendengelder akquirieren können und haben diese auch 100% an die jeweiligen Organisationen ausgegeben. Also da geht kein einziger Cent geht an uns. Klar. Genau. Okay. Vielleicht sollte Ja, man noch bitte. ergänzen, dass wir das alle ehrenamtlich machen. Also niemand vom Laufteam wird bezahlt. Wir machen das alles für den Spaß an der Freude. Okay. Und den guten Zweck. Und den guten Korrekt. Zweck. Alles- Ja, und natürlich für die Gesundheit, weil es ist ja, am Ende ist es Sport, ja. Genau, Aber der es ist, gute Zweck steht im Okay, Vordergrund. alles Ja. klar. Gut, ich glaube, das ist ein ganz guter Überblick. Also auch von mir nochmal, werdet Mitglied. Laufen für eine gute Sache, Sport machen für eine gute Sache. Was Besseres kann man doch gar nicht machen. Oder? Ich würde gerne noch Gerne. einen Punkt ergänzen. Sehr gerne. Da sich ja viele fragen, wer wir sind, was wir machen. Wir sind auch mit Unterstützung gesegnet aus dem Bereich Militär, Politik und Sport. Teile unserer Botschafter, ich nenne jetzt nur mal 3, 4, um mal die Kategorien zu haben, ist einmal Jula Taubitz, zweifache Olympiasiegerin in Italien gerade geworden. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, der 4-Sterne-General Laubenthal und ganz frisch dabei die neue stellvertretende Generalinspekteurin, Frau Generaloberstaatsarzt Dr. Nicole Schilling. genau. Also, Und der bayerische Innenminister, der gestern uns besucht hat, den darf ich natürlich Genau, nicht ignorieren. Joachim Herrmann. Genau. Den sollten wir vielleicht auch lobend erwähnen. Genau. Die sind alle sehr engagiert immer bei uns dabei, laufen mit und senden uns auch immer fleißig Videoaufrufe, was natürlich zusätzlich motiviert. stark. Genau. Okay. Haben wir noch was vergessen? Wollt ihr noch was sagen? Ich würde vielleicht Ja. noch den Nationalen Veteranentag erwähnen. Gerne. Dazu haben wir nämlich den ersten Nationalen Veteranenlauf organisiert. Okay. Werden das auch in diesem Jahr mit dem zweiten fortführen. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, für die nächsten Jahre überhaupt geplant. Okay. Genau, weil das auch ein wichtiger Bestandteil quasi ist. Und das ist jetzt fest in unserer jährlichen Agenda an Spendenläufen, die wir machen. Okay, sehr Man schön. muss dazu sagen, wir machen im Jahr 3 eigene Spendenläufe. Ja. Den Veteranenlauf, den eigenen Spendenlauf, Ja. der keinen wirklichen Namen hat. Ja. Und dann am 6. Dezember immer den Nikolauslauf. Okay. Wobei man zum Nikolauslauf sagen muss, dann gehen die Spenden immer an eine Organisation, die sich mit Kindern beschäftigt. Okay. Damit die Verknüpfung Nikolaus, Kinder. Ja. Zusätzlich war der letzte Nikolauslauf der Verknüpfungspunkt zur NFOS Tech. Ach,
interessant. Genau, so kommen wir zusammen. Schirmherrin war die besagte Dr. Nicole Schilling. Ja. Aber es war in Kooperation mit der Enforce Tech und Spendengeldempfänger war Ankerland, unser Kooperationspartner. Ja. Und da eine ungerade Spendensumme am Ende dabei rausgekommen ist, hat die Enforce Tech gesagt, wir stocken die auf und so sind wir auf eine glatte Summe gekommen. Das war sehr Stabil. schön. Und Okay. die Enfostec hat noch zusätzlich zu jedem gelaufenen Kilometer 1 Euro gespendet. Eben, Okay, nicht schlecht. Also Okay. tolle Sache und wir freuen uns da immer über breite Unterstützung von unseren Kooperationspartnern. Alles klar. Gut, gibt's noch was? Haben wir was vergessen? Und viele Informationen? Ja, ich glaube, jetzt haben wir es, Ich oder? glaube, wir sollten jetzt die wichtigsten Keypoints haben. Okay, Ja. also nochmal der Aufruf. Engagiert euch, wenn ihr Freude am Sport habt. Und jeder Kilometer zählt. Und ich Genau. glaube einfach, es ist einfach eine gesunde Sache. Danke, dass wir da sein durften. Sehr gerne. Für euch da draußen nicht vergessen, liken, Glocke klicken und abonnieren, sodass ihr auch das nächste Video mitbekommt. Und bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Danke. Bis dann, ciao.